Sieht ein bisschen aus wie Mr. Six fusioniert mit Übergaming. Ja, muss man schon sagen, so. Einen auf den angelehnt. Eine Xbox 360 Kit für Mitarbeiter sieht aus wie eine Xbox 360. Und PlayStation Sony meint einfach, Kassettenrekorder hinzusenden, oder was? Habt ihr das mitbekommen? Beta-Version. Habt ihr das mit GTA 4 mitbekommen? Wollen wir mal angucken? So klingt es. Kürzlich sind Dateien einer geleakten Beta-Version von GTA 4 aus dem Jahr 2007 aufgetaucht. Oh, das ist eine gute KI, Chat. Das ist eine gute KI. Wollen wir akzeptieren? 3 in den Chat. Das ist die gute KI. Das ist nicht diese Billo. Ich habe YouTube geschrieben. Ey, mach mir international. Ich will auf Arabisch Videos bringen. Auf Türkisch, auf Afghanisch, Digga. Was sagen die? Was sagen die? Hallo, schön, dass Sie sich melden. Ich habe 8Nova damals Screenshot geschickt. Danke, dass Sie so überzeugt sind von unserer Plattform. Sobald es möglich ist, werden wir Ihnen den Zugang ermöglichen. Noch nie davon was gehört danach. Seit einem Jahr warte ich. Bei mir hört sich an, ob würde Google Translator reden für mich, Alter. Kürzlich sind Dateien einer geleakten Beta-Version von GTA 4 aus dem Jahr 2007 aufgetaucht und nach der offiziellen Veröffentlichung des Spiels Elites. Das ist eines der interessantesten Dinge, die GTA 4 seit langem betreffen. Da ich gebe euch einen kurzen Überblick kommen konnte und was geleakt darüber, wie es dazu kommen konnte und was geleakt wurde. Ein Nutzer namens Jan Mattant, das habe ich wahrscheinlich verhunzt, aus Edinburgh in Schottland, dem gleichen Ort, an dem sich Rockstar North befindet, war ausgerechnet auf einem Flohmarkt. Und unter den Bruder, was redest du? Warte mal, der hat doch besser geredet. Irgendwas stimmt nicht mit dem. Warte mal. Bist du kaputt oder so? Machen wir dich kurz Bangladesch, Bengalisch an. দাদির মূল্যবান অ্যান্টিক জিনিসপত্রের মধ্যে একটি Xbox 360 ডেভেলপ Okay, Zunge ist auf jeden Fall aufgewärmt und jetzt wieder auf Deutsch. Jetzt muss klappen. Da befand sich ein Xbox 360- Geht Entwicklungskit. doch. Auf diesem Entwicklungskit war ein Aufkleber mit dem Rockstar North Logo angebracht. Xbox 360- Entwicklungskits sind mittlerweile unglaublich selten. So selten, dass man eine zweite Hypothek abbezahlen müsste, um sich eines leisten zu können und gleichzeitig seine Seele an den fliegenden Holländer verkaufen müsste. Aber dieser Mann hat diese Konsole nicht für 100 oder 50 oder 10 $. Boah, wenn ich das sehen würde. Ey, die geh mal Edinburgh. Auf jeden Fall Flohmarkt. Ey, Chat, soll mal Flohmarkt gehen, wenn es einen gibt? 9 in den Chat, bitte. Es wäre sehr random, wenn es plötzlich auftaucht und wieder eine Konsole gibt. Das wäre übelst random, aber sag niemals die. Vielleicht finde ich sogar, keine Ahnung, Digga, Analplug, wo einfach mal Strauß Zellig oder so drauf eingraviert ist. Weißt du, was ich meine? Irgendwas finden wir schon. Gekauft. Er hat sie für mickrige $5 gekauft und sie enthielt eine Beta-Version von GTA 4 von Rockstar North. Diese enthielt verschiedene Mengen an Beta-Assets wie Waffenmodelle, die aus dem Spiel entfernt wurden. Analplug von Leslie. Digga. Digga. Analplug von Leslie. Mit Epstein-Foto drauf, Digga. Zum Beispiel der Polizeiknüppel, Was ist denn los mit ihm? Was ist los mit der KI? die aus dem Spiel entfernt wurden. Zum Beispiel der Polizeiknüppel oder die Beretta mit Schalldämpfer, wobei es ziemlich deprimierend ist, dass die Beretta entfernt wurde. Es gibt sogar Assets aus dem entfernten Zombies-Modus, der ursprünglich im Spiel sein sollte, und viele frühe Iterationen, einige Modelle, die wir nur in Trailern für dieses Spiel gesehen haben, die später überarbeitet oder entfernt wurden, als das Spiel 2008 auf den Markt kam. Und es gibt noch so viel mehr, das ist... Also habt ihr mitbekommen, Chat? Zombie-Modus hätte es schon in GTA 4 geben sollen. Die wollten Zombie-Modus schon in GTA 4 rausbringen. Haben das aber das erste Mal dann in Red Dead Redemption 1 gemacht, Chat. es zu entdecken gibt. Es gibt sogar entfernte Teile von Zwischensequenzen, die ich hier zeigen werde. Verdammte Scheiße! Jetzt muss ich das aufräumen. Chat, das ist eine Cutscene. Warte mal, das müsst ihr original anhören. Das ist eine Cutscene. Und wenn ihr drauf achtet, merkt ihr einfach, dass diese Szene noch nicht finish ist. Erstens, die Grafik komplett ohne irgendwelchen Schatten und so. Und zweitens, es gibt keine Hintergrundmusik und keine Hintergrundatmosphäre, nur die Stimmen. Yo, Mickey, I'm fucking soaking here. Yeah, soaking inside and out. Fuck you! Fuck all of you! Especially you, Sergey! You worst. Ja, die Nase ist auch irgendwie in Bewegung. Your dick don't have ED! You just don't like women! It's genuine wirklich verblüffend, wie dieses Xbox 360 Dev-Kit in einer GTA 4 Beta-Version von Rockstar North nach 18 Jahren auf einem Flohmarkt gelandet ist und für $5 verkauft wurde, obwohl es wahrscheinlich etwa $1.200 wert ist. Oder du hast doch keine Ahnung, Alter, was für 1.500 € wert ist. Das ist unbezahlbar. Chat, wie viel würdet ihr drauf buttern, damit ihr diese Konsole habt? Ich schwöre, ich würde sofort 7,50 € geben.
7,50 €, dann würde ich bei mir hinstellen. Weißt du, was ich meine? Nun gibt es ein paar Dinge zu beachten. Leider ist dieser Bild nicht spielbar, was sicherlich viele Leute enttäuschen wird, und es hat sogar mich Die kleine enttäuscht. Fee, grüß dich. Aber da viele Assets intakt sind, bedeutet das, dass Leute diese Assets in Mods für das Spiel verwandeln können. Und einige fragen sich sogar, ob sie mit den Beta-Assets ein Frankenstein-Bild von GTA 4 erstellen könnten. Es gibt tatsächlich ein hiddenplace.org für diesen Bild mit einigen Informationen, zu denen es Dinge zu beachten gibt, von denen ich weiter davon vorlesen werde. Sie können das Video aber auch anhalten, es lesen. Die Dateien sind zu etwa 95% intakt. Die Dateien im Movie-Ordner, im Common-Ordner und auf der Xbox 360, die RPF-Datei ist im DevKit nicht mehr vorhanden. Ich habe zum Beispiel die Xbox 360-Version von GTA 4 auf dieser Festplatte. Diese Datei befindet sich nicht im DevKit und der Common-Ordner im DevKit Die kleine Fee, wo kommst du hergeflogen, du? Wie hast du uns entdeckt? Das ist jetzt mal eine mega interessante Frage da. hat keine Inhalte, wenn er zusammen mit diesem Movie-Ordner in der Retail-Version vorhanden ist. Dies ist hauptsächlich der Grund, warum der Bild nicht läuft, da er an einem bestimmten Punkt aufgrund fehlender wichtiger Assets einfriert. Die Verwendung von Assets aus der Retail-Version ergibt jedoch dieses Bild. Das Verrückte ist also dass nach Veröffentlichung all dieser Informationen tatsächlich eine andere Person, ein PS3-Development-Gelände bekommen hat. Was ist das jetzt? Das ist eine PlayStation 3? Warte mal, jetzt mal im Ernst, Chat. Eine Xbox 360 Kit für Mitarbeiter sieht aus wie eine Xbox 360 und PlayStation Sony meint einfach, Kassettenrekorder hinzusenden oder was? Oder was ist das? DVD-Player, wo die CDs davor gefaltet werden müssen oder was? Was ist denn los mit euch? VHS-Player oder was? Von dem ich nicht weiß, ob es einen GTA-4-Beta-Bild enthält, aber zufälligerweise stammt es auch von Rockstar North. Ich habe das Tweet gesehen, in dem es hieß jetzt, dass diese Konsole möglicherweise Leslie Benzies gehörte, denn auf dem Xbox 3 Screenshot, den der Besitzer dieser Konsole unten bereitgestellt, den der Besitzer dieser Konsole unten bereit. Oha, Bro, okay, ich würde jetzt nicht 57 zahlen für die Konsole, sondern 8,99 €, weil Leslie Benzies seine Konsole ist. Digga, du hast einfach von Leslie die Konsole. Boah, Gänsehaut, Chat. Vor allem die Version 0000, quasi die allererste, oder was? Und danach kommt, boah, Alter, Leslie Benzies seine Konsole. Gestellt hat, ist. Wenn das stimmt, ist das ziemlich lustig. Falls ihr es nicht wusstet, Leslie Benzies war eine ziemlich wichtige für Rockstar Games, obwohl er später gefeuert wurde und eines der besten Videospiele aller Zeiten entwickelt hatte, Mind's Eye. Ich halte es tatsächlich für möglich, dass diese Konsole ihm gehörte, denn nur eine Handvoll Leute in höheren Positionen bei Rockstar wären in der Lage gewesen, ein Xbox 360-Entwicklungskit mit nach Hause zu nehmen und seine Entlassung zusammen mit seiner Arbeit bei Rockstar North. Übrigens, das ist der Bre, ja. Sieht ein bisschen aus wie Mr. Six fusioniert mit Übergaming, ja. Muss man schon sagen, so, einen auf den angelehnt. Das ist Aaron Gumbert oder wie der heißt. Gambert oder so, ja. Und das ist der Bre, wo sein Sohn die Aufnahmen geleakt hat von der City von GTA 6. Gaburt. Ehrengeburt. Junge, du machst mich fertig, Alter. Mit seiner Arbeit bei Rockstar North. Würde auch Sinn ergeben, wie das Entwicklungskit auf einem Flohmarkt landete. Ja. Ich meine, es gab dieses GTA 6 Jetzt check ich. Jetzt ist doch lustiger, Digga. Wegen der Name, ne? Aaron Geburt. Junge, das ist krank, Alter. Genau um diesen Leak geht es. Genau um diesen. Leak von 2023, bei dem der mutmaßliche Leaker ein Verwandter von Aaron Garbett war. Okay, jetzt hören wir auf, Alter. Komm, wir müssen ernst bleiben, ja. Das ist ernste Expertenmeinung hier. Es gab dieses GTA 6 Leak von 2023, bei dem der mutmaßliche Leaker ein Verwandter von Aaron Garbett war und dieser Verwandte Aufnahmen von GTA 6 mit seinem DevKit gemacht hat. Für den Rest dieses Videos dachte ich würde die Entdeckungen durchgehen, die auf den GTA-Formularen gemacht wurden. Dieser Typ hat zum Beispiel ein Beta-Modell einer Stripperin gefunden, was ziemlich gut ist. Es gibt auch frühe Modelle von Polizisten, die später geändert wurden. Diese Modelle haben wir jedoch nur in Screenshots vor der Veröffentlichung gesehen. Es gibt auch eine Menge Assets aus dem Zombies-Modus, den ich bereits erwähnt habe. Und zum Beispiel gibt es diese Trage mit Blut darauf und auch ein... Aber ich weiß nicht, wie er auf Zombie-Modus gleich kommt, wegen Trage mit Blut. Vielleicht hat er ja auch nur Analhusten gehabt, versteht ihr, was ich meine? Das Blut muss ja nicht kommen, weil er gleich ein Zombie ist. ...erwähnt habe. Und zum Beispiel gibt es diese Trage mit Blut darauf und auch ein Waffen-Pickup-Objekt für diesen Spiel. Oh Gott, zum Glück haben die das nicht reingemacht. Das war die Ära, wo das vorbei war, ne? Bei GTA San Andreas. Achso, Zombie steht im Dateinamen, sehr nice. Das war der letzte Teil, glaube ich, wo es sowas gab, ne? San Andreas. Und GTA 4 wollten die erst machen anscheinend, aber haben dann gestrichen, zum Glück. Modus.
Natürlich Danke, werden diese Zwervan, Assets ja? nicht verwendet, da dieser Modus aus Oder dem Spiel Chat, entfernt an wurde. alle danke. Falls ihr euch fragt, gibt es auch dieses Video von Bajera AI, in dem er diesen verworfenen Modus behandelt. Eine frühe Version des Soundeffekts für den Abschluss einer Mission wurde ebenfalls gefunden. Oha. Wie war das Original eigentlich? Viele Dinge, die in Trailer 3 oder Trailer 2 von GTA 4 gezeigt wurden, wurden Entdecker. Zum Beispiel dieses Modell von Michel E., das in Trailer 3 gezeigt wurde, und auch diese frühe Version der AK-7 Trailer 3 GTA 4 gezeigt wurden Entdecker. Zum Beispiel Die Figuren, das ist Bruce. Oh, wer war das nochmal? Keine Ahnung. Und das ist die Freundin von ihm, ne? Die Agentin. dieses Modell von Michel E., das in Trailer 3 Michelle, genau. gezeigt wurde, und auch diese frühe Version der AK-47, die nur kurz in Trailer 2 gezeigt wurde. Minus Hier 47. ist ein Bildvergleich der AK-47 in der Release-Version des Spiels Oha. Ja, okay, viel besser geworden. Viel besser geworden. Mitte in der Beta. Jemand hat außerdem Beta-Modelle der Waffen gefunden, etwa von der Panzerfaust, der Schrotflinte, der Diegel, der Maschinenpistole sowie der Uzi und dem Scharfschützengewehr. Ich vermute, dass einige der Waffen, wie etwa die Panzerfaust, eine Platzhaltertextur haben, etwa weil der Griff aus Holz ist. Es gibt auch einige dieser Telefone, Reihe von denen die meisten tatsächlich im Spiel sind, bis auf eines das noch nie zuvor gesehen wurde. Es gibt dieses Welches wurde nie davor gesehen? Oh, wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, es war so geplant, dass man so Einweg-Handys auch hat. Und die konnte man so kaputt machen und wegschmeißen, so wie hier. Checkt hier? Brechen und wegschmeißen. Spiel sind bis auf eines das noch nie zuvor gesehen wurde. Es gibt dieses Beta-Modell dieses Motorrads. Bis jetzt ist im Grunde alles was es in GTA Für Deals, genau, gibt, Bro. aber ihr könnt es euch gerne selbst ansehen. Ich werde einen Link in der Beschreibung hinterlassen, da es definitiv noch mehr Entdeckungen geben wird. Einige Nutzer von GTA Forums haben bereits damit begonnen, diese Modelle in GTA 4 zu implementieren, mit der Silence Beretta die aus dem Spiel entfernt wurde, und auch mit der früheren Version der AK-47. Dieses Leak ist erst etwa einen Tag her, und die Leute tun dies bereits, Ich denke, Ey, das ist ja geil. Also, sie können das doch umwandeln, ne? Die können das doch umwandeln, dass man diese Waffen nutzen kann. Oder haben die es einfach optisch reingemoddet? Was hat die KI mit der ganzen, Bei mir haben die Amerikaner sich ja auch aufgeregt. Dann habe ich versucht, weniger zu sagen. Ich sage immer wieder, ja, Freunde, ja, 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 ja. Und da hat mal eine Army drunter geschrieben, dass es ihn voll nervt, dass die ganze Zeit Yes gesagt wird. Weißt du, was ich meine? In Deutsch ist es ja so, ja oder ja, Mann. Aber im Englischen sagt man nicht so oft ja oder ja, Mann oder so. Und deswegen übersetzt die KI, ich weiß nicht, wie er original redet. Was ist dieses A? Game, and also the early was Ah, cut from the game, and also the earlier version of the AK-47. It's only been about a day since this leak happened, and people are already doing this. I think within a few days, we'll start seeing a lot of mods stemming from this leaked build. It's really awesome that someone got a development kit with files from a GTA 4 beta build, especially since we rarely ever get to see earlier versions of these Rockstar games, apart from early trailers. Although it's pretty depressing that this boah, Digga, aber keine Ahnung, Alter, wo das A herkommt. Vielleicht, weil er so das A betont, oder? ist, dass dieser Bild nicht spielbar ist, da einige wichtige Dateien fehlen. Die Frage ist jedoch, ob es eine Möglichkeit gibt, dass die GTA-Community einen Frankenstein-Beta-Bild von GTA 4 erstellt. Nun, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich hoffe, dass es passiert. Es war Troja. Denkt daran, zu abonnieren und die Florian-Datei zu veröffentlichen. Was? Schau mal, der macht's richtig, der beendet die Videos. Der beendet es richtig, richtig gut. Der macht so ein bisschen wie damals Mois auch, ne? Das soll richtig gut sein, wenn man so abrupt beendet, aber Bro, ich weiß nicht, ich halte das ein bisschen so, ab und zu, wenn es passt, dann kann man schon machen, aber irgendwie ist es auch ein bisschen so, was geht hier ab, ja? Weißt du noch, Oleg, mit rechts? Achso, ja, right, ja. Das wurde auch slangtechnisch falsch übersetzt von der KI. Also, was sehen wir da? Leslie Benzie, seine Kit wurde, nicht Kind, sondern Kit wurde verkauft, ja, für 5 fucking Pounds. Nee, nicht Pounds. Oder doch Pounds, ne? 5 Pounds. Wenn wir das angucken, das ist die Konsole, Chat. Da gibt es ein paar Bilder auch dazu. Da haben wir noch was, den Zombie-Modus. Siehst du, das sind die verschiedenen Modells. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob mit Zombies wirklich der Zombie-Modus gemeint ist oder eventuell Fentanyl-Opfer. Da steht hier Fentanyl-Opfer vielleicht. FFM Hauptbahnhof, das ist es. Das sind wahrscheinlich Fentanyl-Opfer. Das ist einer, der ist so der hat gerade einen Dreier, der blaut hier ein Jaro und wartet, bis einer eindringt für 5 Pounds, genau wie die Xbox 360 gekostet hat. Das könnte natürlich die Variante B sein. Wisst ihr, was ich meine? Dass er halt seine Kohle verdient. Jeder muss gucken, wo er bleibt. Der ist auf jeden Fall schon befriedigt und der Bruder, der hat schon Intus. Weißt du, was ich meine? Fentanyl hat geballert. Das kann alles sein. Also wir sind in der Spekulationsbubble. Deswegen könnt ihr schlecht sagen, dass ich nicht recht habe.
Okay. Trust. Trust.